Manchmal glauben wir müssen unser ganzes Leben auf einmal entwirren, alles verstehen, alles lösen, loslassen, komplett und sofort. Aber das ist ein Irrtum, denn oft beginnt Veränderung nicht mit einem großen Knall, sondern mit einem leisen Satz, den du heute nicht mehr glauben musst. Ich zeige dir heute 3 Schritte, mit denen du anfangen kannst. Ohne Drama, ohne Druck. Nur mit dir und deiner Wahrheit. Vielleicht lebst du in einer Geschichte, die dir früher einmal gepasst hat, aber heute nicht mehr ganz stimmt. Vielleicht trägst du auch Rollen, die dir lange Sicherheit gegeben haben. Die alles schafft, die stark bleibt, der nicht enttäuschen will. Doch manchmal wird aus einer schützenden Rolle ein leiser Verrat an dir selbst. Du funktionierst, du gibst, du machst weiter. Doch innerlich spürst du, etwas hat sich verschoben. Etwas in dir sehnt sich nach leiser Veränderung. Es ist kein Drama, es ist ein langsames Verstummen, eine Müdigkeit, die du nicht erklären kannst. Und trotzdem, du spürst, es ist Zeit. Nicht für einen Neuanfang mit Feuerwerk, sondern für einen echten, leisen Schritt zurück zu dir. Es ist wie ein zu enger Schuh, den du zu lange getragen hast, weil du dachtest, es gäbe keinen anderen. Und hier sind die 3 Schritte, mit denen du anfangen kannst. Schritt 1. Du musst nicht loslassen, nur aufhören, festzuhalten. Loslassen klingt oft wie eine große Entscheidung, wie ein Alles oder Nichts. Dabei ist es oft nur ein kleiner Moment, eine lockerer werdende Faust. Du darfst beginnen, deinen Griff zu lösen. Langsam. So wie man eine Tasse abstellt, die zu heiß geworden ist. Und ja, das reicht. Es ist dieser erste kleine Schritt, der eine Richtung aufzeigt. Kein lauter Wandel, sondern eine sanfte Kurskorrektur. Du wirst überrascht sein, wie viel Kraft in diesem winzigen Moment steckt. Denn manchmal verändert sich nicht die Welt um dich, sondern dein innerer Blick. Schritt 2. Ein Gedanke kann wie ein Gitter wirken. Wir leben oft in Gedanken, die nicht einmal unsere eigenen sind. Ich darf nicht gehen, ich muss es aushalten, ich bin schuld. Diese Gedanken sind wie Echos aus einer Zeit, in der du klein warst, oder aus Beziehungen, in denen du gelernt hast, dich selbst zu überhören. Vielleicht sind es auch Rollen, die du übernommen hast. Der Starke, die Verlässliche, der alles im Griff hat. Rollen, die einst Schutz waren und jetzt zu Käfigen geworden sind. Und obwohl sie längst vergangen sind, bestimmen sie oft noch immer deine Richtung. Aber du darfst heute einen einzigen dieser Gedanken nicht mehr glauben. Es beginnt mit der Entscheidung, ihn nicht mehr als deine Wahrheit anzunehmen. Dann kommt die Bewusstheit, ihn zu erkennen, wenn er wieder auftaucht. Leise, automatisch, vertraut. Und genau in diesen Momenten darfst du dich erinnern. Du musst ihn nicht weiterdenken, nicht weiterfühlen, nicht weiterfüttern. Du darfst aufhören, ihm zu folgen. Und irgendwann beginnst du anders zu handeln. Leise, klar, in deiner neuen Richtung. Wähle diesen Gedanken aus. Nur einen. Und dann geh einen Schritt ohne ihn. Du wirst erstaunt sein, wie viel leichter der Weg wird, wenn du ein altes Gewicht ablegst. Denn der größte Wandel beginnt oft nicht mit einem neuen Ziel, sondern mit einem alten Satz, den du loslässt. Schritt 3. Richtung ist wichtiger als Geschwindigkeit. Viele Menschen unterschätzen, wie weit sie kommen,
wenn sie einfach nur die Richtung ändern. Ein einziger Gedanke, ein einziger Schritt kann dein inneres Navigationssystem neu ausrichten. Du musst nicht trennen, nicht kämpfen. Du darfst einfach nur beginnen, dich immer wieder an dich selbst zu erinnern. Wie ein Baum, der jeden Tag ein Stück wächst, auch wenn niemand hinschaut. Es ist nicht die Masse an Veränderung, die zählt, es ist die Richtung. Und wenn du jeden Tag ein kleines bisschen in deine Richtung gehst, wird sich dein Weg unmerklich, aber unumkehrbar verwandeln. Nicht perfekt loslassen, aber anfangen. Immer wieder. Still, echt, ohne Eile. Es geht nicht darum, heute neu und ganz anders zu sein. Es geht darum, heute ein bisschen echter zu sein. Ein bisschen mehr du. Ohne Maske. Ohne Pflicht. Ohne perfekt zu sein. Denn manchmal braucht es keine Revolution. Nur eine Richtung. Nicht perfekt loslassen. Aber anfangen. Und morgen wieder. Und übermorgen. Und irgendwann blickst du zurück und erkennst, du bist weit gegangen. In kleinen, leisen Schritten. Und du bist angekommen. Nicht dort, wo andere dich sehen wollten, sondern dort, wo du dich selbst wiederfindest. Was hältst du noch fest, obwohl du längst gehen willst? Was ist ein Gedanke, den du heute nicht mehr glauben willst? Schreib ihn in die Kommentare. Wenn dich dieses Video berührt hat, dann bleib und klick auf Abo. Hier kommen noch viele solcher Impulse. Bis zum nächsten Mal.